Wenn du auf deiner Webseite echte Kundenbewertungen zeigen willst, dann brauchst du ein System, das diese automatisch sammelt, speichert und anzeigt. Und ich zeige dir, wie du das in Wix ganz einfach in 3 Schritten umsetzen kannst. Im Schritt Nummer 1 kümmern wir uns darum, dass wir die Datenbank erstellen. Also zuerst benötigen wir einfach einen Ort, an dem die Bewertungen gespeichert werden. In Wix geschieht das in Form eines Formulars, allerdings nicht in Form eines Formulars, wie du sie sonst kennst. Also du kannst hier nicht mit Kontakt- und Formulare arbeiten, weder die alten noch die neuen, sondern du wirst mit den sogenannten Eingabefeldern arbeiten müssen. Denn die Formulare an sich haben nur eine Admin-Ansicht und würden dann nicht automatisch auf der Webseite sichtbar sein. Und diese Automatisierung der Sichtbarkeit stellen wir mit Hilfe von CMS dar. Wenn du hier unter diesem Punkt CMS alles leer hast, weil du noch kein CMS auf dieser Webseite drauf hast, dann klickst du einfach auf den blauen Button CMS auf dieser Webseite installieren und dann bekommst du ebenfalls solche Sachen. So, jetzt geht es darum, dass wir ein Eingabeformular schaffen. Das machen wir wie folgt. Zum einen solltest du dir eine Unterseite erstellen, die du Feedback, Reviews, Testimonials, wie auch immer benennst. Denn auf dieser Seite wird dieses Formular dann leben. Grundsätzlich blende ich diese dann aus dem Menü raus. Wenn du das anders optisch darstellen möchtest, kannst du sie auch anzeigen. Oben wäre dann das Formular und unten dann die Reviews. Auch das ist möglich. Ich nehme die Art und Weise, dass ich sage, ich habe eine Unterseite und eine klare URL und die Darstellung der angegebenen Bewertungen findet bei mir auf der Startseite unten an. So, nachdem du das gemacht hast, gehst du dann unter CMS und du wirst hier unter den Datensätzen nichts haben bzw. ausgegraut haben. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Als erstes musst du eine Sammlung erstellen. Da klickst du hier auf Selbst erstellen, gehst auf Weiter, benennst die Sammlung. Die Sammlung muss mehrere Elemente haben und gehst dann auf Erstellen. Es reicht vollkommen, dass du nur einmal eine Sammlung erstellst. Bei dem Datensatzformular werden wir einfach weitere Felder hinzufügen. Was du jetzt machen sollst, ist einfach, damit er sich die neu erstellte Sammlung zieht, den Editor einmal reloaden. Also da gehst du einfach auf diese Seite neu laden und dann wird so sein, dass du hier unter den Datensätzen ein Datensatzformular bekommst. Dann klicken wir da drauf und wählen den Datensatz, der sich auf diese Sammlung bezieht. Und hier heißt Datensatzmodus schreiben. Und nun erstellen wir ganz einfach unser Feedback-Formular. Ich werde das Ganze hier ein bisschen beschleunigen. Wichtig ist aber, dass du hier über die Eingabefelder die Dinge, die du haben möchtest, auswählst. Ich habe hier schon mal angefangen und jetzt ist es so, ich habe mir hier einfach unter den Eingabefeldern Textfelder genommen für Dinge wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, dann weiter Text, so ein Textfeld. Und unter Ratings ist es wichtig, dass du an dieser Stelle Rating Eingabe nutzt. Für die Darstellung werden wir Rating Anzeige benutzen. Du hast hier ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Jeder dieser Auswahlmöglichkeiten kannst du nutzen und die hat bereits bestimmte Dinge hinterlegt. Wenn du aber zum Beispiel eine Telefonnummer darstellen möchtest, dann muss die in CMS ein richtiges Format haben. Dann nimmst du trotz allem ein Textfeld, klickst hier auf Einstellungen
und du kannst den Typ ändern. Und das ist wichtig, weil ansonsten wird es nachher nicht mehr richtig dargestellt. Zum Beispiel bei dem Vornamen bleibt es als Text. Ich habe hier unten drunter auch nochmal die Bearbeitung Pflichtfeld oder nicht oder Zeichenbeschränkung und Validierung. Unter Platzhaltertext kann ich reinschreiben, um was es sich handelt. Zum Beispiel das hier war ursprünglich ebenfalls ein Textfeld. Dann habe ich den Typ einfach auf E-Mail-Adresse geändert. Das hier bleibt ein Textfeld. Bei der Rating-Eingabe hast du die Möglichkeit, sowohl das Layout dann nochmal zu ändern, wie auch die Rating-Werte. Also da kannst du dich durchklicken. Und ganz zum Schluss brauchen wir auf jeden Fall ein Button. So, das ist der erste Schritt. Und dann gehen wir Schritt für Schritt das Ganze durch. Das heißt, du klickst das Feld an, klickst hier auf diese komische Schlange mit CMS verknüpfen. Dann fragt er dich, mit welchem Datensatz. Wir haben auf diesen nur einen Datensatz. Dann gehen wir nochmal zu dem Nachnamen und verknüpfen den Wert. Hier, dieser ist noch nicht verknüpft. Dann klicke ich einfach hier drauf und nun habe ich jetzt kein Feld, weil ich habe in der Sammlung ja nur ein Feld drin gehabt. Dann sage ich ein neues Feld, benenne das Feld, sage Nachname und der Feldtyp ist Text. Klicke ich hier drauf, dann klicke ich hier drauf, dann sage ich neues Feld hinzufügen. E-Mail, Feldtyp ist Text, das bleibt. Dann klicke ich hier drauf und sage neues Feld hinzufügen, und zwar Bewertungstext. Feldtyp ist Text. Klicke ich hier drauf und dann sage ich neues Feld hinzufügen. Das ist auf jeden Fall ein Nummernfeld. Das heißt, wenn jemand hier auf 5 Sterne klicken wird, dann wird in der Sammlung 5 und nicht 5 Sterne erscheinen. Und dann klicke ich hier noch auf den Button und nun kommt viel mehr. Und jetzt musst du ein bisschen die Ohren spitzen. Das heißt, hier sagst du, was passieren soll, wenn jemand da draufklickt. Und hier ist es wichtig, dass man sagt, auf Einreichen. Das bedeutet, wenn jemand da draufklickt, wird das Formular eingereicht. Er fragt dich jetzt noch, willst du auch noch die Farben dynamisch machen? Das brauchst du nicht. Du kannst diese statisch hier einfach anpassen, ne? Und dann ist es letztendlich eigentlich auch schon fertig und wir werden es jetzt testen. Das sieht dann so aus. Wichtig ist mit allen CMS-Sachen, leider muss man die veröffentlichen. Das heißt, ich würde hier eine Mustertante-test@gmail.com eingeben. Ich bin sehr zufrieden, sage hier mein Favorit, klicke auf Absenden. Was mir aufgefallen ist, ich habe vorher bei dem Ganzen vergessen, im Editor eine Erfolgsnachricht hinzuzufügen, damit dir das nicht so geht wie mir. Gehst du nochmal zurück, klickst hier auf den Button, dann hast du unter Verknüpfungen beim Klicken verknüpfen mit Einreichen, dann machst du hier einfach nur eine Erfolgsnachricht hinzufügen und auf der Seite bleiben. Du könntest rein theoretisch auch auf die Startseite dann eben verlinken. Was dann passiert ist Folgendes. Du bekommst in der Sammlung eben einen neuen Eintrag ganz automatisch und den werden wir dann nutzen, um diese Einreichungen eben im zweiten Schritt auf der Webseite darstellen zu können. Im zweiten Schritt schaffen wir die Darstellung dieser Bewertung auf der Webseite. Nun, ich persönlich gehe wie folgt vor. Ich mache einen neuen Abschnitt, benenne diesen Abschnitt
so dass ich das ganz klar dann im Nachhinein eben auch unterscheiden kann. Was das Schöne ist, wenn ich eine klare Abschnitts-URL habe, dass ich die kopieren kann und ich die dann auch in anderen Marketingzwecken eben benutzen kann. Nun wird es ein klein wenig komplexer, weil jetzt gehen wir wirklich in diese CMS-Geschichte. Und nun ist es so, es gibt im CMS, also im dynamischen Content, zwei Varianten, wie man Designelemente darstellen kann. Zum einen statisch, das heißt, die sind in jeder Variation immer die gleichen. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel der Titel, der wird sich nie verändern. Und eine dynamische Komponente und die stellen wir in der Regel mit Hilfe einer Liste dar. Nun, du kannst dir einen vorgefertigten Repeater aussuchen, also das ist ein Listenelement, oder eben auch auf einen leeren Repeater zugreifen und dir diesen designen, je nachdem, was du nachgefragt hast. Vielleicht hast du auch den Wunsch, dass die Kunden irgendein Bild hochladen, wie auch immer, ne? Also du suchst dir den passenden Repeater aus. Ich gehe dann wie folgt vor. Grundsätzlich lösche ich alle bis auf ein Element, designe das Element und verbinde es dann mit der Datenbank. Das ist mein Vorgehen. Hier habe ich jetzt in meinem Fall eben kein Button. Ich belasse die Zahl hier oben, denn ich möchte diese mit dem Einreichungstag verbinden. Also das ist das, was ich möchte, und dann bietet sich das eigentlich auch schon an, möchte das aber allerdings dahin schieben und hätte gerne noch, dass man die Ratings sieht. Und dafür gehe ich wieder hier im Editor auf die linke Seite auf die Eingabefelder, und bei der Sammlung haben wir ja Rating-Eingabe benutzt. Jetzt nehmen wir Rating-Anzeige. Wichtig ist, dass dieses Feld blau erscheint mit Element verbinden. Ich habe hier die Möglichkeit, sowohl das Design anzupassen, den Text, aber auch in den Einstellungen. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Ratingzahl nicht zeigen, sondern nur den Ratingwert. Dann gehen wir wie folgt vor. Wir klicken hier wieder auf Plus, auf CMS, Daten, in diesem Fall nehmen wir jetzt Datensatz, nicht Datensatzformular, Datensatz, nehmen die passende Sammlung, gehen auf Erstellen und dann klicken wir hier auf den Repeater. Grundsätzlich wird hier gleich CMS verknüpfen kommen, dann klicken wir da drauf, suchen uns das aus. Und nun erscheint auch schon gleich das zweite Element, weil ich in der Sammlung bereits zwei Testsachen drin habe. Sobald ich diese lösche, wird da nichts drin stehen. Und nur noch mal zum Thema Datensatzeinstellung. Hier muss der Modus Lesen sein. So, dann gehen wir zurück zum Repeater. Also, dieser Text, er zeigt dir auf der linken Seite immer mit dem blau markierten, auf was er sich bezieht, verknüpfe ich mit Created Date. Das ist nicht, was der Kunde eingibt, sondern der wird in der Sammlung bereits erstellt. Und nun möchte ich aber hier nicht um wie viel Uhr und das Ganze sein, sondern sage im Format Short Date, dass ich ein kurzes Datum eben habe. Warum ich gerne Datums in den Bewertungen habe, ist ganz einfach, um zu zeigen, dass diese relativ aktuell sind. Dann gehen wir zum zweiten Text. Hier könnten wir sagen Nachname. Dann gehen wir weiter. Dann, du siehst übrigens anhand von diesem grünen Connected-Zeichen, was schon verbunden ist. Das hier ist definitiv der Bewertungstext. Und dann habe ich noch die Rating-Anzeige und die ist verknüpft mit Rating. Und dann sieht es wie folgt aus.
Und jedes Mal, wenn der Kunde eine neue Bewertung reingibt, wird das Ganze aktualisiert. Nun, jetzt nehmen wir aber mal an, du bekommst sehr viele Bewertungen, möchtest aber natürlich nicht alle 100 auf der Webseite anzeigen. Da hast du die Möglichkeit, an dieser Stelle auch eine Beschränkung einzufügen, um zu sagen, zeig mir nur 5 Elemente pro Ladevorgang. Du hast sogar die Möglichkeit, einen Filter einzufügen, in dem du sagst, Ratingnummer ist größer oder gleich. Ne? Das heißt, dass du dann vielleicht schlechte Reviews nicht automatisch auf der Webseite anzeigen möchtest. Und das war auch schon der zweite Schritt. Und nun kommen wir zum letzten Schritt, nämlich der beide Seiten sozusagen verbindet und den Kunden automatisch auffordert, dass sie eine Bewertung abgeben sollen. Im dritten Schritt sorgen wir eben dazu, dass die Kunden automatisch nach ihrer Sitzung oder nach dem vergangenen Event, je nachdem, für was du das machen möchtest, eine Aufforderung zu Bewertung bekommen. Dafür gehst du auf Automatisierung, sagst Automatisierung erstellen. Ich persönlich gehe immer über eigene Automatisierung, benenne diese und wähle den Trigger aus. Diese Webseite hat nur Wix Events. Ich persönlich habe nur Wix Bookings. Dementsprechend ist der Trigger immer unterschiedlich, dass man sagt, Wix Events. Wichtig hier ist, dass man eigentlich beim Trigger so ein bisschen aufpasst. Ich sage gerne immer, wenn entweder eine Session endet oder eine Veranstaltung endet. Denn wenn ich sage, wenn der Kunde bucht und vielleicht zu dem Event eben noch sehr viel Zeit ist, wäre ja fatal, wenn er eine Aufforderung zur Bewertung bekommen würde, bevor das Ganze überhaupt stattfindet. Du hast nochmal die Möglichkeit, das auf eine bestimmte Veranstaltung, eine bestimmte Session zu beziehen. Und ich sage, der Kunde soll nur einmal im Leben diese Aufforderung bekommen. Man will es ja nicht übertreiben. Dann kommen wir zum Punkt, ich persönlich baue immer eine Verzögerung rein. Warum? Weil ich ganz aktiv eine Cross-Selling- und Upselling-Strategie fahre und gleichzeitig den Kunden nicht mit E-Mails zu bombardieren möchte. Das bedeutet, der Kunde bucht bei mir was und bekommt recht zügig, innerhalb von 1 bis 2 Tagen, ein Angebot über ein Komplementärprodukt, ebenfalls via E-Mail, und dementsprechend möchte ich da nicht noch einfach noch eins on top geben und eben um Bewertung bitten, sondern für mich hat sich bewährt, dass ich sage, 9 Tage nach dem Ende des Trigger-Events bekommt er eben eine Aufforderung für eine Bewertung. Übrigens, wenn auch du wirklich mehr aktiv Cross- und Upselling-Strategien im Bereich Beratung anbieten möchtest, ich habe einen kleinen Minikurs dazu, den verlinke ich nochmal in der Beschreibung, dann kannst du dir das Ganze angucken. Das heißt, die Aktion ist E-Mail senden. Wenn du noch nichts von dieser Webseite jemals mit Wix versandt hast, wirst du nochmal die Absenderangaben einfügen müssen. Du wirst dich auch verifizieren müssen. Du bekommst so einen Code auf die E-Mail-Adresse, weil bevor du das nicht tust, ist die Bearbeitung des Templates nicht möglich. Im Template selber schreib so klar wie möglich, um was es geht, dass du ihn bittest, um deinen Service verbessern zu können oder wie auch immer, eine kurze Bewertung abzugeben, und du verlinkst eben auf diese ganz klare URL, die wir erschaffen haben, wo eben dein Formular lebt. Ich persönlich würde dir dazu raten, es mindestens 2-mal irgendwo zu verlinken. Entweder mit Hilfe eines Buttons oder halt dann ebenfalls nochmal im Text. Ganz viele Leute sind ein klein wenig blind. E-Mail-Typ ist ganz wichtig. Wenn du hier nichts tust, kommt es hier als Werbung. Dann kann es sein, dass es eventuell gar nicht rausgeht. Es ist meiner Meinung nach eine geschäftliche Transaktion und hier klickst du es raus. Bei Events ist es
die Geschichte mit Event endet. Bei Wix Bookings heißt es Client Follow-up. Ne? So sieht es aus und dann kannst du einfach das Ganze aktivieren. Und nun passiert Folgendes. Der Kunde bucht bei dir, der Kunde ist Teilnehmer an einem Event, bekommt 9 Tage nach dem ganzen Klimper-Rabatsch eine E-Mail mit der Bitte um Feedback. Sobald er das hier ausfüllt, wird auf der Startseite die Bewertung publiziert. Na? So läuft das Ganze. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's Wix it, deine Petra.